Die Bayern gegen Salzburg mit einem spektakulären Härtetest. Der deutsche Rekordmeister am FC Bayern Campus gegen den österreichischen Serienmeister mit dem ersten und einzigen Testspiel vor dem Start in die zweite Saisonhälfte. Am Tag zuvor aus dem intensiven 7-tägigen Wintertrainingslager in Doha zurückgekehrt, gab der Tabellenführer der Bundesliga gleich die offensive Richtung vor. 9. Minute Gravenberch für Leroy Sané und der mit dem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 in der Wiederauflage des Champions League Achtelfinals aus der Vorsaison. Damals traf Sané zum 7:1 Endstand im Rückspiel, hier zum 1:0. Gravenberch mit der dynamischen Vorbereitung, Sané mit dem filigranen Abschluss. Nicht ganz unhaltbar, aber aus Bayern-Sicht vollkommen Wumpe hinein ins Bayern-Glück. Das gab auch von Julian Nagelsmann die Jubelfaust. Und seine Mannen gaben weiter den offensiven Ton an. 11. Minute, Sané, der Torschütze für Joshua Kimmich. Diesmal Philipp Köhn im Kasten der Gäste auf dem Posten. Salzburg in der Champions League Gruppenphase, Dritter hinter Chelsea und Milan. Und hier in der 16. Minute mit der ersten Chance, und die wurde gleich eiskalt verwandelt durch Sekou Koita. Der Nationalstürmer aus Mali nicht im Abseits, die Bayern-Hintermannschaft weit aufgerückt. Und dann Koita, ganz cool, keine Chance für Sven Ulreich im Bayern-Tor. Der FCB übernahm nach dem Ausgleich aber wieder die Kontrolle. 25. Minute, wieder Sané, Copy-Paste-mäßig, wie beim 1:0 Führungstreffer. Diesmal aber leider nicht mit dem Treffer. Etwas mehr als eine halbe Stunde vorbei. Gnabry schickt Jamal Musiala in die Spur. Nächste Gelegenheit für die beste Offensive der Fußball-Bundesliga durch Bayerns Topscorer Musiala an den ersten 15 Spieltagen mit 9 Treffern und 6 Assists. Und auch an der nächsten Offensivaktion beteiligt, schlängelt sich hier durch. Sané verzögert, dann kommt leider etwas zu sehr unter den Ball. 1:1 zur Halbzeitpause, dennoch gute Stimmung bei Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Und bei manch einem jungen Bayern-Fan hieß es Kraft tanken für den zweiten Durchgang, denn der hatte es voll in sich. Die Salzburger wechselten in der Halbzeit alle Spieler aus, bis auf ihren Torhüter Philipp Köhn, und kamen richtig stark aus der Pause raus. 50. Minute, Forson, der Ghana, aber Sven Ulreich mit toller Parade. Die gleiche Spielminute, Ecke für die Salzburger. Der erste Versuch, der zweite Versuch und der dritte ist dann drin. Karim Konaté, der Ivora, bringt die Mozartstädter mit 2:1 in Führung. Erst die Latte, dann Ulreich, aber dann staubt Konaté ab. Der amtierende österreichische Doublesieger jetzt mit einer richtig starken Phase. 54. Minute, Noah Okafor, der Schweizer Nationalspieler und WM-Teilnehmer, mit dem sehenswerten 3:1. Sven Ulreich ohne Chance. Danach aber zeigten die Bayern eine Reaktion. 55. Minute, Davis, Jamal Musiala muss nochmal nachjustieren und dann Kimmich nicht mit dem Anschlusstreffer. Nach etwas mehr als einer Stunde nahm Julian Nagelsmann dann fast einen kompletten Wechsel vor, bis auf Joshua Kimmich. Der blieb auf dem Feld und übernahm die Kapitänsbinde. Daley Blind feierte sein Debüt im Bayern-Trikot, der niederländische Winterneuzugang. Die Bayern jetzt absolut im Offensivmodus. 65. Minute, Coman für Ari Ibrahimovic. Der 17-jährige Youngster brachte sich gleich auffällig ein, aber in dieser Szene mit Alupech. 4 Minuten später. Tarek Buchmann, einer der weiteren Youngster, die im Wintertrainingslager in Doha dabei waren, auf Ibrahimovic, und diesmal sitzt er. Was für ein feines Ding von Arion
Ibrahimovic. In der Bundesliga und in der Champions League bereits einmal im Kader bei den Profis und jetzt mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Und die Bayern waren jetzt on fire. 71. Minute, Mathys Tel mit Übersicht, Kingsley Coman mit Gefühl. Das 3:3. Die Bayern innerhalb von 2 Minuten mit dem Ausgleich. Tolle Vorarbeit von Mathys Tel, hebt den Kopf. Und der King schenkt dann ein. Traf im Champions League Achtelfinale Hinspiel in der Vorsaison zum 1:1 Endstand in Salzburg und hier zum 3:3. Jetzt wollten die Bayern die Führung. 82. Minute, Tell mit der Chance. Philipp Köhn im Kasten, der Salzburger, der gefragte Mann in der Schlussphase. 2 Minuten später, die 84. Coman auf Sabitzer, der ehemalige Salzburger, gegen seinen Ex-Verein. Nicht mit dem 4:3. Köhn wuchs jetzt über sich hinaus. Die Bayern vorne offensivfreudig und hinten mit vollem Einsatz. Klasse Aktion von Ibrahimovic. 87. Minute. Kimmich mit der Ecke. Coman aus der zweiten Reihe erneut. Alupech für das Team von Julian Nagelsmann, das alles nach vorn warf. In der spektakulären Schlussphase. 88. Minute, aufgepasst. Mathys Tel mit dem Tanz auf dem Bierdeckel und dem wunderschönen 4:3. Die Vorarbeit kam von Kingsley Coman und das, was dann Mathys Tel macht, der 17-jährige Franzose, das hatte es in sich. Der mit dem Ball tanzt. Wunderschön sein Treffer zum 4:3. Aber nur eine Minute später der lange Ball auf Okafor. Salzburg wieder mit dem Ausgleich. Alles wieder auf Anfang, kurz vor dem Ende. Aber das war es immer noch nicht. In der Nachspielzeit. Paul Wanner mit der Flanke. Yusuf Kabadai per Kopf. Philipp Köhn mit einem weiteren starken Reflex. Am Ende blieb es beim spektakulären, unterhaltsamen und torreichen 4:4 in der Generalprobe des FC Bayern vor dem Pflichtspielauftakt im neuen Jahr in 7 Tagen. Hoffentlich klappt es dann mit einem Sieg im Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig.